Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update hier auf meinem YouTube-Kanal. Und auch heute bauen wir wieder an der Brickworld, an der Stadt weiter, an unserem neuen Bereich, der dann in den neuen Räume der Brickworld umziehen wird. Und wie ihr es wahrscheinlich erwarten könnt, inzwischen wird es wahrscheinlich nicht so klappen, dass wir morgen, also morgen 19. März, also Samstag, dazu kommen, schon in neuen Räumlichkeiten was aufzubauen. Leider zeitlich klappt es nicht so ganz, wie ich es mir geplant hatte, aber ich bin dran und es wird sicherlich diesen Monat noch soweit sein, dass da irgendwas in den neuen Räumlichkeiten stehen wird. Jedenfalls bauen wir heute hier weiter, damit wir auch da vorankommen, und zwar möchte ich da weitermachen, wo wir im letzten Update aufgehört haben. Das heißt, in dem Bereich hier vorne, da ja hier dann die Tischkante sein wird, dort haben wir hier drüber noch nicht weitergebaut. Hier machen wir noch ein paar kleine Optimierungen, teilweise basierend auf euren Ideen. Und hier drüben bauen wir hoffentlich alles so weit fertig, dass der Bereich hier vorne fertig abgeschlossen ist. Und ansonsten würde ich sagen, gleich kommt die Werbung und dann geht es hier los mit dem Bauen. Und damit starten wir auch heute wieder ins Speedbuild. Und wie ihr seht, habe ich jetzt erstmal oben an dem U-Bahn-Eingang, hatten wir das letzte Mal ja schon so eine kleine Laterne auf das Geländer gebaut. In den Kommentaren wurde mir gesagt, es würde besser aussehen, wenn da auf beiden Seiten Laterne war. Und ich stimme da auf jeden Fall zu. Deshalb baue ich jetzt hier erstmal eine zweite Laterne ein. Werdet ihr später nochmal sehen, besser sehen, wenn man es von der Seite sieht. Auf jeden Fall musste ich erstmal wieder den Boden noch ein bisschen aufreißen. Glücklicherweise hatte ich da hinten in dem 6er-Verteiler noch einen Steckplatz mindestens frei, um das einzubauen. Jetzt alles wieder zumachen, alle Figuren wieder hinstellen, ist das schon mal erledigt. Was aber heute das Hauptaugenmerk sein soll, ist, dass wir da vorne in dem Bereich, der jetzt noch sehr, sehr blau ist durch die ganzen 4x4er Plates, dort soll ein kleiner Laden hinkommen, eine kleine Bude mit Eisverkauf. Das basiere ich auf zwei Sets, die offizielle City-Sets sind. Einmal dieser Eiswagen, den schon, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr herauskam, und dann nochmal dieser neuere Eiswagen, der eigentlich um dieses Banditen-Duo geht, hatte ich letztens mal gezeigt. Auf jeden Fall baue ich damit jetzt so eine kleine Bude. Ich war mir noch nicht ganz sicher, ich benutze hauptsächlich Steine aus den beiden Sets. Dazu noch ein bisschen was anderes, was ich halt so gefunden habe, einfach damit so eine schöne kleine Bude ergibt, die da vorne am Rand steht, geht relativ nah an die Straße heran, ist aber eigentlich gar nicht so problematisch, sorgt dafür, dass es da hier nochmal einen schönen Abschluss da vorne gibt, denn weiter nach unten aus der Sicht, jetzt geht es ja dann über die Brücke, die dann über den Fluss geht, und dann haben wir da nochmal so ein bisschen Weg außenrum, den man dann noch später fließen können, der dann weiterführt über die Brücke. Das ist ja der Platz, wo heute momentan im aktuellen Design noch der Aufzug steht. Der soll ja woanders hinkommen, deshalb bauen wir da vorne alles ein bisschen anders. Auf jeden Fall seht ihr, dass ich da jetzt auch noch ein Fliesenmuster einbaue mit einmal einer Teil. Das macht wirklich keinen Spaß. Sieht aber ganz nett aus, finde ich. Passt auch einfach zum ganzen Design. Ansonsten, was auch gleich noch kommen wird, ist, dass ich da noch ein Strip-Light reinmache. Natürlich wie immer von meinem Beleuchtungspartner Illuminator Bricks. Findet ihr natürlich wie immer oben rechts oder unten in der Videobeschreibung den Link, wenn ihr dort was kauft. Dann kriege ich noch eine kleine Provision, und es ist wirklich ein sehr, sehr super toller, praktisches Beleuchtungssystem, das ich auch gerne in meiner Stadt nutze. Also ihr seht es immer überall. Ja, jedenfalls kümmere ich mich jetzt gleich darum, hier das Licht einzubauen. Dazu muss ich noch mal ein bisschen was demontieren auf jeden Fall. Das ist natürlich immer so, weil ich baue meine Sachen erstmal, vor allem kleinere Sachen erstmal fertig, und dann nachbeleuchte ich sie, weil ich natürlich am Anfang noch nicht weiß, wo genau ich dann später Licht brauche. Aber das geht eigentlich ganz gut, vor allem, ich muss dann nur ein bisschen die Wand ein bisschen aufstemmen, dann das Kabel nach unten verlegen, unter die Modulplatte sozusagen nach unten, da ist der Verteiler ja schon geplant gewesen, und dann steht das Ganze leuchtet. Szenenwechsel, damit mal ein bisschen was sehen könnt von der Seite. Seht ihr jetzt, wie ich den ganzen Bereich jetzt noch fertig mache? Erstmal kommt jetzt hier noch das Dach auf die Bude oben drauf, baue ich außenrum mit Tiles und Plates. Dann kommen diese beiden Eisbecher oben drauf. Das sind übrigens die Kostüme aus diesem neueren Lego City Set. Da wurde ich auch gefragt, was ich damit eigentlich vorhabe. Die Kostüme sind unglaublich hässlich, aber ich fand da also Deko oben drauf ganz nett. Ansonsten auf dem Dach noch ein bisschen so eine Belüftungsanlage und noch eine Möwe. Wir sind ja näher am Fluss. Dann da vorne noch ein kleines Beet dazu, das passend zu dem anderen Beet ist, das wir ja schon gebaut hatten. Überlege übrigens, ob ich dann noch irgendwie Bäume in das größere Beet setze, damit es noch ein bisschen hübscher aussieht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ansonsten kommt jetzt hier noch eine kleine Infotafel hin, und ansonsten wird jetzt alles noch gefliest, auch mit so ein paar Noppen natürlich, damit wir jetzt hier gleich noch ganz viele Figuren hinsetzen können. Ist jetzt nicht super spannend, habe nach hinten noch einen kleinen Blumentopf hingestellt, den habe ich gerade noch irgendwo gefunden gehabt. Und jetzt sieht es relativ leer aus mit der Betonwüste, aber ihr werdet jetzt sehen, wie es sich gleich verändert, denn jetzt kommen einige Figuren hinzu. Viele werden Eis essen, weil es sich natürlich passend trifft, wenn daneben die Bude ist. Und
ja, es wird jetzt voller, voller und voller. Ich note jetzt sehr viele Figuren, die ich von Chris damals zu Weihnachten bekommen habe. Nochmal vielen Dank an dich, Chris, dafür. Und ansonsten sehen wir uns das Ganze gleich nochmal an. Und hier seht ihr das Endergebnis für heute. Und wir haben es nicht geschafft, dass wir dieses Modul, das wir im letzten Update angefangen haben, fertig haben, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt hier vorne noch ein Licht eingebaut, habe ich im Speedbuild euch schon gezeigt. Das war ein Hinweis oder ein Kommentar von euch, dass es besser aussehen würde, wenn da auf beiden Seiten ein Licht wäre. Und ansonsten habe ich hier den ganzen Bereich fertig gemacht. Hier ist jetzt unsere Eisbude, die wurde auch schon öfters mal angefragt. Ich gehe mal ein bisschen außen rum, damit ihr auch sehen könnt, wie die so aussieht. Und hier sind ganz viele Kunden natürlich. Und hier ist es dann so, dass er hier dann die Brücke anfängt ungefähr. Und dann geht es hier der Gehweg über die Brücke. Deshalb ist jetzt hier noch ein bisschen rausgefließt. Hier wird wahrscheinlich dann ein Geländer sein, weil hier runter geht zum Fluss. Dann müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ansonsten diese Elemente hier oben sind aus diesem Set, aus dem aktuellen City-Set. Das ist das hier, das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Das sind eigentlich diese komischen Kostüme von den Figuren. Habe ich hier als Deko aufs Dach gesetzt. Finde ich eigentlich ganz nett. Und ansonsten habe ich jetzt noch sehr, sehr viele Figuren reingesetzt, einfach um hier Leben reinzubringen. Hier vorne ist ja eine Sache, hier vorne ist ja die Tischkante. Das heißt, hier wird man sehr viel davon sehen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Idee gewesen. Und mir gefällt es auf jeden Fall. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, eure Ideen etc. Ich überlege, ob ich hier vielleicht noch Bäume reinsetzen soll, hier hinten in dieses Beet. Auf jeden Fall kommen da hinten ja noch 2 Bäume vor, die Kanzlei. Schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Und wie gesagt, morgen, 19. März, das wird leider nichts mit dem Aufbau in den neuen Räumlichkeiten. Also Geburtstagsgeschenk für mich selbst, leider nicht so ganz geklappt, aber ich hoffe, dass das jetzt im März doch noch klappen wird. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Treue. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein Abo da und auch gerne die Glocke aktivieren, damit ihr immer mitbekommt, wenn es neue Videos gibt. Ansonsten Daumen hoch, Kommentare wie immer sehr, sehr gerne gesehen. Ich versuche alles zu beantworten. Ansonsten viel Spaß beim selber bauen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und tschüss.